Ich bin ja bekannt als, sage ich mal, Tom Ford-Fan mit der ersten Stunde und ich wollte euch heute mal den Fic Erotic vorstellen von Tom Ford, einer der etwas neueren Düfte. Den gibt's auch schon zwischen ein bisschen länger. Ich konnte ihn bei Bräuninger testen und ja, was soll ich sagen? Wir gehen mal rein. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg immer noch. Moin. Ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich komme immer wieder drauf zurück, dass Tom Ford leider nicht mehr ist, so wie früher. Gehen wir mal davon weg, dass die Flakons immer schon nicht so gut waren. Geil optisch, ja, aber Plastik oben et cetera pp. Und selbst wenn man mal was bisschen Kleineres ändert, ja, wen interessiert das? Er wird teurer, aber die UVPs bleiben einfach. Und wenn es oder es gab ja in der Vergangenheit, ähm, ja, günstige Nachbauten von den Flakons auch und die waren tatsächlich besser. Das sage ich nicht nur, das habe ich von so vielen Menschen gehört. Das ist schlimm genug. Aber ja, wir werden mal ganz kurz hier schaut euch das mal an, ganz kurz mal den Flakon einblenden. So schaut er aus. Ja, die Farbe ist natürlich nice und es ist alles so richtig schön, ja, das Bild ist einladend tatsächlich, ja. Ja, das zu dem Thema. Wir lassen es erstmal so wirken, ja. Auf jeden Fall ist es natürlich ein Feigenduft, das ist doch ganz klar. Ein Feigenduft mit, Feigenblatt, Feige, Feigenblatt, alles beide Inhalt mit Zucker und, bisschen Bergamotte und, ja, Vetiver. Dann könnt ihr ja oder ihr bekommt ja dann schon so 'n, sage ich mal, durch das Vetiver, durch die Bergamotte, Zucker und eben Feige, in welcher Form auch immer, habt ihr ja ungefähr so 'n ja, könnt ihr ja ausrechnen, sorry, meine Güte, was ist los? Ihr könnt euch das ausrechnen, in welche Richtung der geht, außer natürlich Feige ist 'n Feigenduft, ne? Sagt ja auch schon der Name. Aber was mich an diesem Duft persönlich stört, ist erstmal gut, ihr müsst Abstrich machen. Ihr wisst, die mich länger kennen, ich bin kein großer Feigenduft-Fan oder überhaupt Feige. Gibt ein, 2, wo ich sage: „Okay“, der Rest ist schwierig, weil ich diese ganze DNA oder Feigen-DNA ich bin da nicht so 'n Fan von. Nun muss man sagen, der Zucker, der im Hintergrund das bisschen süßlich macht, die Bergamotte, die das spritzig versucht zu machen, ist ja alles schön und gut. Aber wenn man und ich rieche das Vetiver und ich habe nichts gegen Vetiver. Es gibt geile Oldschool Vetiver von Guerlain, wie ich immer so schön sage, kennt ihr. Aber wenn man schon ein Problem, so wie ich, 'n bisschen mit, ja, sage ich mal, Feige hat und dennoch Vetiver und ich nehme das wahr, dann passt für mich dieses Zusammenspiel nicht. Und ich muss auch dazu gestehen, es ist für mich auch nichts Neues und das Rad wurde hier nicht neu erfunden. Yang, die ja, wo ich gehofft habe, dass der Inhaltsstoff das so rausholt, cremig, anschmiegsam, sexy, whatever macht, ja, weiß ich nicht. Es hat mich nicht so wirklich umgehauen. Und dieser, sage ich mal, Zucker da drin, whatever. Wir können ja mal hier noch mal die Inhaltsstoffe werde ich euch noch einmal einblenden, da habt ihr das. Ich finde, also, es liegt vielleicht daran wirklich, dass ich kein Feigenduft-Fan bin, aber ich habe von Dior den Feigenduft und den feiere ich. Den feiere ich bombastisch, nice, geil, whatever, wie ihr's aussprechen wollt. Und hier haben wir aber wieder das, wo ich sage: „Nein, irgendwie nein.“ So, und ich habe ja einige Tom Ford Düfte. Ich erwarte von Tom Ford jetzt langsam mal wieder so was wie Fabulous, wie Tobacco Vanille. Nicht jetzt ich rede jetzt nicht von der DNA, ich rede von diesem Effekt, von diesem Wow-Effekt oder wo man sagt, zu der Zeit: „Das ist genial.“ So. Und so einige Düfte, Tuscan Leather meinetwegen auch, er war ja der Erste oder ja, im Endeffekt war er der, glaube ich, der Tuscan Leather und so einige, die ich da aufzählen könnte, die es früher gab. Oud Wood, Plum Jumperny oder wenn richtig ausgesprochen. Diese ganzen Dinger, die gibt es doch nicht mehr. Es ist alles auch es in der ganzen Parfüm-Bubble fällt ich meine, ich weiß, dass das schwer ist. Ich weiß, dass das schwer ist. Es gibt Hunderttausende von Düften. Aber man kann nicht auf
Ich glaube auch, dass diese großen Firmen Tom Ford interessiert das wahrscheinlich nicht, ob ihn jemand nachmacht, es sei denn, es sieht optisch genauso aus. Da gab's ja, glaube ich, 'n bisschen Ärger. Das Ding ist nur, ähm, wenn man auf, sage ich mal, auf die Araber zum Beispiel meckert, warum die alles nachmachen oder dies oder warum gibt's das günstiger oder warum macht der Drogeriemarkt das? Ja, weil's im Endeffekt vielleicht merkt ihr an Unterschiede, jedenfalls was Drogeriedüfte angeht, was die arabischen Düfte angeht, merkt ihr fast gar keine Unterschiede mehr, weil sie auch die Duftöle genau dort kaufen, wo die großen Parfümerien sage ich schon, die großen, Häuser das kaufen. Es macht bald keinen Unterschied. Da gibt es eben, die ich jetzt hier nicht erwähnen werde, weil es hier auch nicht um die Düfte geht, 3 große arabische Häusermarken. Das ist krankhaft gut. So, und wenn man dann einen Bruchteil bezahlen, muss nur, so, dann weiß ich nicht. Es sei denn, Tom Ford und Co. erfinden mal was Neues, was es so noch nicht gibt. Aber wenn jeder da regt sich ja keiner auf, wenn unter den Nischenhäusern gedupt wird oder was Ähnliches gemacht wird, sehr Ähnliches, ne, Alternative oder im Designerbereich, da regt sich keiner auf. Aber wenn andere das machen, ob das jetzt in arabische Düfte sind oder ob das Drogeriedüfte sind, da wird sich aufgeregt und so weiter. Mir ist einfach nur aufgefallen, dass in dieser Bubble, in der Szene, es fällt keinem mehr was ein. Deswegen auch diese ganzen Ableger immer von: „Mann, denkt doch mal an euch 'n neuen Namen aus, 'n neuen Flakon, nicht die 100. Version von den einen Duft." So. Und Feige meines Erachtens, ja, kann man im Sommer immer machen, aber für mich ist Feige genauso ausgelutscht wie viele andere Sachen. Nun könnte man sagen: „Ja, was ist nicht ausgelutscht?" Ja, das ist ja das, was ich grade sagte. Es ist schwierig, aber Feige der Duft ist teuer, der Duft hat mich nicht umgehauen, er ist nicht schlecht. Ja, und wenn man noch keinen Feigenduft hat, okay, kann man das machen. Und wenn man ich bin Tom Ford Fan eigentlich immer noch, nur es ich die letzten ne. Nur, ich erwarte auch eigentlich nichts mehr von Tom Ford. Also, ich weiß gar nicht, Black, wie hieß der letzte, der ganz schwarze Flakon, der so 'n bisschen an Farbe da erinnert, der war geil, den habe ich wieder. Aber davor und danach, es ist nichts. Dann kommen diese Flakons werden jetzt geändert, dann werden sie jetzt günstiger, dann kommen in die großen 100 ml Flakons. Oh Gott, Alter, irgendwie weiß nicht. Und dann kommen die anderen, diese extrem übertriebenen Preise mit 400 € und noch was. Und dann sind das Düfte, die ganz ehrlich nicht mehr special sind. Ich erwarte von Tom Ford war immer so im Designerbereich, er war immer so Special One. Ne? So wie Mourinho als Trainer. Das Ding ist, das ist weg. Es ist weg meines Erachtens. Also, ich finde das sehr, sehr schade und ich hatte die ganze Zeit ach egal, die Inhaltsstoffe stehen. Und das ist eben das finde ich sehr, sehr schade und, das muss wiederkommen. Ob er das schafft, weiß ich nicht. Ich kann's nicht sagen. Ich würde es, sage ich mal, begrüßen. Fragt mich jetzt nicht was, aber es muss mal ihr wisst ja, was ich meine. Es muss ja irgendwas kommen mal, was alles anders riecht. Gut, wenn's natürlich wieder zu hart und zu special ist, dann regen sich die Leute auf, auch in Deutschland jedenfalls. Das ist alles auch so 'n Deutschland-Ding. In den USA und so ist das noch was anderes. Da feiert man immer noch, was weiß ich was für Düfte, die ich auch feiere. Hier hat man schon nach 1, 2 Monaten 'n Problem. Das Problem ist, diese Käuferschicht in Deutschland ist auch sehr schwierig. Also, jedenfalls dieses Extreme, so wie wir Creator mitgehen. 'N Normalsterblicher geht in 'n Parfümladen und kauft sich auch immer denselben. Aber die Leute, die meinen, hier irgendwie von Düften sich auszukennen, haben so viel Düfte und dann vor allen Dingen die Jugend, nach einem Monat ist das Ding out und dann will man 'n neuen Duft haben. Ja, okay, da kannst du jetzt auch nichts drauf geben. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann schwierig und ich finde es einfach sehr, sehr schade, was Tom Ford dort rausbringt. Ich finde, das burnt mich nicht weg, auch dieser Duft nicht. Klar, wenn wie gesagt, habt ihr keinen Feigenduft, kann man das machen. Er ist auch nicht schlecht, aber es ist nichts Neues. Warum jetzt? Und es ist nichts, wie ich Tom Ford erwarte. Und das ist das, was ich meine. Ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet und dann gehen Grüße raus. Das war's. Ach so, Haltbarkeit. Ja, konnte ich jetzt an den Tag konnte ich nicht, ist auch egal.
ich bin der Meinung, ihr müsst den nicht haben. Aber wenn, kann ich jetzt schon sagen, der war schon präsent, also das weiß ich. Also, dieses Yaourt war gut, Hypercar kann ich nicht viel von reden, aber der geht bestimmt so an die 7 bis 8 Stunden auf jeden Fall. Das Problem bei Tom Ford war ja in der Vergangenheit jetzt auch, dass es bisschen schwächer geworden ist. Ich glaube, der ist nicht so schwach, jedenfalls in der Ausstrahlung nicht. Aber wie gesagt, ich sage euch, geht den testen, aber ihr werdet auf jeden Fall ja, die Ernüchterung wird kommen. Ich glaube nicht, dass ihr das so extrem feiert, weil da gibt's vielleicht, wenn ihr gerade auch Feigen-Fan seid, da gibt's bessere. Siehe Diorama oder wie der heißt, den habe ich auch hier. Das ist mit dieser kühlen Spritzigkeit sehr, sehr nice. Das ist noch was anderes. Das ist meine Meinung. Aber es ist auch Ansichtssache, ist Geschmackssache. Also testet ihn und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus an euch und an meine Mitglieder und bis zum nächsten Mal, Freunde.